Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rives Adventures und ja. Okay, neben mir sitzt jemand. Wer sagt jetzt mal, wir sind in der letzten Folge da stehen geblieben und holen uns jetzt mal das Essen. Die Pressure Plate, machen die Hintergrundmusik leiser, weil die ist zu laut. Und jetzt schauen wir uns mal die B-Room Director's Notes an. I enjoy working here. I'm glad to see that I am accepted in Deadlock. I think that they are just using me as bait to bring in more people to do their sick-minded tests on them, extracting their DNA, what sick freaks. I have this here pressure plate in which I do not use very much, so I guess I will keep it in here. Objective, take the pressure plate to the electrical room and continue from there. Okay. Den Bogen... Lass es. Den Bogen nehmen wir mal zur Sicherheit mit. So. Dann gehen wir rüber in den Electrical Room. Ich glaube, der ist da gegenüber. Ah, ja, perfekt. So. Okay, dann die Pressure Plate darauf. Die Folge heute wird übrigens kürzer, nur 15 Minuten, also... Das dazu. So, electric notes. I don't really understand the wiring of this whole facility. One thing I think I understand is that I overheard that there was the key in the plumbing room to get into the WER room. I heard many strange screaming noises coming from down there. Objective, get into the plumbing room and continue from there. Okay. Bücher brauchen wir immer. Plumbing room. Wo war der? Bathroom. Plumbing room. Perfekt. So. Bis jetzt geht es ja alles relativ straightforward, aber mal schauen, wie es weitergeht. So. Da ist die nächste Pressure Plate und... Oh! Das ist nett. Das ist sehr nett. So. Okay, plumber notes. I have nothing better to do nowadays. All I do is monitor the flow of the water, the fresh water coming in and the sewer pipe going out. Quite boring, actually. I recently installed a microchip in the executive's room because I was suspicious. I heard rumors that stated he had a major monster down in the WER room. Sure enough, I think I'm right. I have this random pressure plate here, in which I can use to enter the warehouse door. The only reason I don't open it is because it is a long climb up. I'm too old for that nonsense nowadays. Maybe someone else could use them. Use the pressure plate and enter the warehouse door. Get back to the warehouse and retrieve the last key. After this, all your questions will be solved. Warehouse door, okay. Stellt sich nur die Frage, wo die ist. Den scheiß Faden wieder aufgesammelt habe. So, Warehouse Door. Ah, hier. Okay. Naja. Ich frage mich, ob wir jetzt in dieses Warehouse kommen, das da oben ist. Also, ganz oben. Oben. Okay, warum auch immer da jetzt ein Block Erde ist. Denn, ja, es könnte sein, dass wir da jetzt ganz raufkommen. Und dann frage ich mich, wozu wir überhaupt da runter haben müssen. Weil im Endeffekt, ja, wäre das ziemlich unnötig gewesen. Aber, naja. Warum geht das nicht schneller? Das ist nervig. Los! So, die letzten Meter. Und da sind wir. Okay. Es ist tatsächlich das Warehouse. Ja, gut. Executive notes. Ah yes, what a long walk up here. I'm so glad that no one will tamper with my things up here. All these fagnuts running around looking through my junk. What a joke, eh, mate? Take this last key and put it on one of the gold blocks on the WER door. From there, enter and begin the journey at the end of your journey. Okay, da waren wir schon mal. Das ist nicht hier. Dieses Gebäude, wo die LKWs drin stehen können. Und da waren wir in der letzten Folge, relativ am Anfang noch. Mir ist aber gar nicht aufgefallen, dass da oben diese Kiste gestanden ist. Na gut, wieder runter.
das Speed up. Zum Sound können wir das noch okay. So, da sind wir wieder. Nach diesem kurzen Speed-Up. So, also. Authorized Personal Only. Ich denke, wir sind jetzt authorized. So. Besser nicht auf die Pressure Plate steigen. Read the signs first, then open the chest. Okay, na gut, jetzt sind wir schon drauf gestanden. The only person allowed down here is Mr. Turner and the executive. Anyone else will be shot on the spot. Behind these doors holds my greatest creation in over 30 years. 2 days until I launch the beast, in which I call the Wither. Okay. Dementsprechend ist unser Gegner jetzt dann wohl demnächst der Wither. Wie viel Diamantschwerter sollen wir noch nehmen? So, na gut. Und wir müssen den wohl bekämpfen, so wie es ausschaut. Also legen wir uns besser nochmal da ins Bett, um den Spawnpoint zu safen. Wozu auch immer das die ganzen Fackeln sind. Ziemlich hässlich. So. Okay, dann das Buch. Den Rest legen wir mal da rein. Den brauchen wir nicht mehr. Wir haben eigentlich schon relativ lange keine Diamanten mehr gefunden, fällt mir gerade ein. Naja. You quickly read the first 2 signs and you are instantly in shock. The high-ranked staff member was Mr. Turner. He left without anyone knowing and he was working for DEADLOCK. Hm. Warte mal. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Fuchsschlange. This is why he had a key to the place and a private railroad station. The weird part about it, he was your uncle. He wasn't that group of hooligans you decided to kill. The executive didn't think the police would search way up top into the chests, which he was right, no one ever did. The security cameras caught footage of the police and other strangers trying to get at the box in the warehouse. This was all a lie. Weiter. DEADLOCK never wanted to really experiment with plants. You remember that missing plant in the plant showcase room where all the plants were kept? The missing plant was called the Magenta Bomb. They extracted a genetic code from it to put it into another monster, making a super monster called the Wither. All DEADLOCK wanted to do was keep their plant above ground, and do monster mutations, so the law prohibited them. The story about the plant spreading the disease causing the place to shut down was a lie. Nothing ever happened. The new executive knew he wanted to continue to work on his project safely, but he knew he was eventually going to be caught, so he made up something and told it to the local newspaper. Now the building above ground is used for security only. People down in this area can be warned that someone is on their property. Enough chatting now, you need to destroy this wither once and for all. Go. Gut. Ich würde sagen, when you're ready, press that button. Und bevor wir diesen Button pressen, holen wir uns erstmal einen goldenen Apfel und los geht's. Oh, was? Ah, ich muss durch ein Portal gehen, okay. Ich bin gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Don't die, okay. Jo! Wie soll das funktionieren? Junge, das ist ein Wither. Das ist ein verdammter Wither. Ja, ihr habt schon. Ah, goldener Apfel. Ja, okay. Aber, ich sehe schon, die Hälfte ist down, weiter geht's. Ich versuche irgendwie mit Springen extra Hits zu kriegen, aber... Oh ja, da geht er down, Da ist der Wither down. Da war Goldblock, Kiste. Ah, Ladders und Ladders. Haha, you can't get in. Achso. Ja, okay. So, ladders. Place these ladders on top of the blue wall and go up on top of the building. Erzähl mir nicht, dass wir... Okay. Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen. Also haben wir jetzt mehr oder weniger den Wither auch erledigt. Das ging doch ziemlich schnell eigentlich, also... Oh, ja, ich habe eine Leiter falsch gesetzt. Ich hab's verstanden. So. Ice in the Nether. Oh, yes.
Ja, was haben wir hier? The End. Das war's in Folge 2 fertig. Okay. Congratulations on defeating that nasty beast. Quite a fight it was for the both of us. Imagine if you could have saved your uncle Mr. Turner from certain death. You know you want to. Epilogue. You get back to Mr. Turner's house and ride his personal train back to Deadlock. No. From there you scavenge some spare parts you found and you begin to make a time machine. Over the course of 2 months your time machine is complete. You decide that you are going to use it to save your uncle from entering Deadlock. You enter the time machine and you begin to travel through time. After you woke up in the middle of a forest, you realize that you forgot to set your time machine to teleport. You're back in the present time. Now you are permanently stuck way back in time. Back when Deadlock was being constructed. Are you going to save your uncle and travel back into the future? Part 2 in a month. Comment and tell me your favorite part of your journey. And to all you YouTubers that like to make videos over Minecraft maps, yes, you have my permission to make a video over the map. Just make sure to post a link to the video so I can see. I will be looking forward to all of your guys' videos and comments. Also comment on how many diamonds you found. Thanks for downloading the map, Wolfcat. Gut, also machen wir nicht morgen weiter mit der nächsten Map, sondern in einer Woche. Statt 2 Monaten. Und ja, feel free to press. Ich würde sagen, wir drücken hier mal drauf. Okay, set Rive Play TV's Game Mode to Creative Mode. Und ja, dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt nochmal schnell zurück zu Mr. Turners Haus und dort beenden wir dann die heutige Folge. Ich bin hier durch. Na gut, dann machen wir so. Wir zerstören hier natürlich nichts. Wir ersetzen die ganzen Blöcke schön wieder. Also ich muss sagen, die Map, ne, sie war jetzt nicht wirklich schwierig. Also, es war... Ich fand es jetzt nicht so... Oh, scheiße, wie komme ich denn hier raus? Ja gut, jetzt haben wir ein Problem, und zwar weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ah, Moment, ich habe eine Idee. Slash Kill. Perfekt. Jetzt habe ich zwar keine Sachen mehr, aber ich bin wieder hier herum. Und da wollte ich hin. Denn ich habe den Creative-Modus und wir wollten... Ach, das sind schon wieder die Mobs gespawnt, ey. So, hier wieder raus. Zack. Hier raus, hier raus, hier raus. Hier raus. So, und hier wieder nach oben. So, und dann sind wir es gleich. Nach 13 Minuten, insgesamt haben wir gut eine Dreiviertelstunde für die Folge gebraucht. Also werde ich auf jeden Fall die Folgen in der nächsten Woche ein bisschen besser aufteilen, damit wir nicht gleich wieder nach der ersten Folge praktisch fertig sind. So, da sind wir herum. Da geht es rüber. Und raus hier. Ja, nee, da war der rum. So, da sind wir im Office, Head Office, President Turners Office. So, dann müssen wir hier raus. Zum Frontdesk. Dann müssen wir hier raus. Hier ging es in den Lagerraum. Hey. So, und da können wir jetzt dann durch diese Tür hier wieder raus. Zurück zum Haus von Mr. Turner mit der Bahn, mit der wir gekommen sind. Und zurück geht's. Was macht der Idiot da? Junge, verpiss dich von hier. Dankeschön. Oh, Entschuldigung, Glas. Übrigens, ich habe 9 Diamanten gefunden. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt zu finden gab. Solltet ihr die Map auch spielen wollen, der Link ist natürlich wie immer in der Beschreibung. Und schreibt mir dann auch auf jeden Fall in die Kommentare, wie viele Diamanten ihr gefunden habt. Vielleicht habe ich irgendwo einen übersehen. Wir werden es dann früher oder später sehen, denn ich werde nachschauen, wie viele Diamanten es insgesamt gab. Und wir sind jetzt hier zurück in Mr. Turners Haus. Und ich würde sagen, wir beenden hier diese Folge. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, wie viele Diamanten ihr gefunden habt. Und ja, haut rein. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.